Für die einen ist es Victorinox, für die anderen die wahrscheinlich kleinste Klinge der Welt. Hallo und willkommen zu einem neuen Review. Ich war einige Zeit lang auf der Suche nach einem Mini-EDC-Taschenmesser, das man überall dabei haben kann, in der Hosentasche oder auch am Schlüsselbund, und da bin ich dann irgendwann auf das Manager von Victorinox gestoßen. Es gibt noch ein kleineres Messer, nämlich das Classic SD heißt das, glaube ich. Das ist dann noch dünner und kleiner, aber das hat auch nur wirklich sehr wenig Funktion. Die Manager, die haben so ein bisschen mehr Funktionen dabei, und das hier ist die Midnight Manager Variante. Die hat zwei besondere Funktionen, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Das schauen wir uns gleich noch aus der Nähe an. Noch ein Hinweis vorab, wie gehabt, das ist kein gesponsertes Video. Ich habe mir das Messer von meinem eigenen Geld gekauft und ich kriege auch nichts dafür, dass ich dieses Video mache. So, und jetzt geht's los, viel Spaß. Das Victorinox Midnight Manager, das gibt es in 3 Farbvariationen. Ich habe jetzt hier die blau-transparente, die gefiel mir jetzt am besten. Und ja, was dann natürlich direkt auffällt, das Messer ist super klein und handlich und hat allerdings auch einen stolzen Preis von 49 €, unverbindliche Preisempfehlung. Im Internet kriegt man es aber auch schon für 39 €. Und geliefert wird das Messer in dieser kleinen Pappschachtel hier. Das sind dann auch 3 Anleitungen dabei. Einmal die Anleitung, wie man die Batterie wechselt von der LED-Leuchte. Dann eine Anleitung, wie man den Kugelschreiber bedient. Und dann nochmal eine Übersicht über die einzelnen Werkzeuge. Das Messer ist 5,8 cm lang, 1,4 cm dick und wiegt 31 Gramm. Und das entspricht ungefähr den Dimensionen einer Doppel-A-Batterie. Und damit passt das eben auch, wie gesagt, super in die Hosentasche oder in die Watch Pocket und ist auch ideal für den Büroalltag. Das kann man echt überall dabei haben. Die Griffschalen, die sind aus ABS-Kunststoff bzw. aus dem Victorinox-typischen Celidor-Kunststoff-Compound gefertigt. Das Taschenmesser hat 10 Funktionen, wobei hier auch wieder der Ring als eigene Funktion mitgezählt wird. Da fangen wir mal an, natürlich mit der kleinen Klinge, und die ist halt auch wirklich klein im Vergleich. Hier mal zum Beispiel mit dem Victorinox Outrider, da sieht man, das ist hier schon eine wirklich kleine Mini-Klinge. Dann haben wir die Nagelfeile mit dem 2,5 mm Schraubendreher. Dann die kleine Schere, die ist auch richtig süß. Und das Kombi-Werkzeug, das hat einen Phillips Schraubendreher, der ist sogar magnetisch, Drahtabilisolierer und Kapselheber. Ja, und dann die 2 besonderen Funktionen vom Midnight Manager. Einmal der ausfahrbare Kugelschreiber, da gibt es hier so einen kleinen Schieber, das kann man nach vorne schieben und dann kommt hier vorne ein Stück raus. Es ist ein bisschen kurz, man soll laut Anleitung die Nagelfeile ausklappen und das als Verlängerung benutzen, und damit lässt sich dann auch der Stift komfortabler bedienen. Außerdem hat das Taschenmesser hier eine LED-Leuchte eingebaut, wobei das Logo hier der Taster ist, das heißt, darüber wird die LED-Leuchte aktiviert. Der ist auch ein bisschen schwergängig, der Taster, was auch ganz gut ist, weil wenn ihr das in der Hosentasche mit euch führt, dass da nicht ständig das Licht angeht, obwohl ihr gar nicht drauf drückt. Ich denke, das ist ja gut gewährleistet. Was nicht fehlen darf, ist noch ein kleiner Schnitttest, wobei klein das richtige Stichwort ist. Die Klinge hier ist so klein und zierlich, die ist natürlich nicht für grobe Arbeiten gemacht, und deswegen fällt der Schnitttest auch entsprechend kürzer aus. Ich werde natürlich Briefumschlag testen, Papier, vielleicht noch einen dünnen Kabelbinder und so weiter. Dasselbe auch mit der Schere. Fairerweise muss ich dazu sagen, ich habe dieses Messer jetzt schon seit einiger Zeit im Einsatz und auch schon einige Male benutzt. Das heißt, das ist hier nicht die Original-Werksschärfe. Eventuell werde ich das aber auch noch nachschärfen und den Schnitttest ein zweites Mal durchführen. So, los geht's mit dem Schnitttest und wir beginnen mit einem Briefumschlag. Ja, okay. War eigentlich abzusehen, oder habt ihr da was anderes erwartet? Okay, machen wir mal weiter, und zwar mit einem dünnen Paracord. Das sollte jetzt auch kein Problem sein.
Und nochmal als Hinweis, das Messer, das kann ich auf jeden Fall sagen, war am Anfang, als ich es das erste Mal in der Hand hatte, auf jeden Fall sehr gut geschärft. Ach, habe ich ganz vergessen, gerade nochmal einen Daumentest zu machen. Ja, es hat sicherlich ein bisschen Schärfe verloren durch den Gebrauch, aber auch hier legen wir das Ganze vielleicht auch nochmal mehrmals. Ja, auch das kann es ab. Schere noch schnell getestet. Aber auch die war eigentlich immer richtig schön scharf. Jawohl. Super. Wie gesagt, es ist eine kleine Klinge und es ist eine kleine Schere und deswegen kann man hier auch nicht erwarten, irgendwie auf einer Bergtour jetzt hier sein Sicherungsseil irgendwie durchzuschneiden oder. Was wir noch testen werden, dünner Kabelbinder. Ja, das ist schon ziemlich schwer. Ich habe auch Angst, dass ich hier die Klinge ausbreche, wenn ich jetzt hier nicht festhalte. Also bei Kabelbinder wird es schon ein wenig kritisch. Ja, schafft er auch, aber ist ein bisschen kritisch. Schere testen wir dann auch nochmal mit dem Kabelbinder. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Zack, durch. Okay, Schere schafft es auf jeden Fall. Und zuletzt das Blatt Papier, was hier noch auf dem Tisch liegt. Machen wir natürlich den Papierschneidetest. Ja, man merkt hier vorne, da habe ich natürlich jetzt schon abgenutzt. Okay, ist ein bisschen unfair. Ich merke gerade, ich habe das im Lauf der 1-2 Jahre doch schon ein bisschen verwendet und das wäre jetzt unfair, wenn ich sagen würde, das ist nicht scharf. Denn ab Werk war es auf jeden Fall scharf und deswegen werde ich das jetzt ein bisschen nachschärfen. So, das Messer ist nachgeschliffen und wir testen es nochmal an dem dünnen Paracord und auch natürlich gleich nochmal an dem Blatt Papier. Viel besser. Okay, das passt für mich. Ist zwar jetzt nicht super gut nachgeschliffen von mir, da habe ich nicht so richtig aufgepasst. Okay, also das passt mit der Schärfe. Wie gesagt, werksmäßig ist das Ding schon richtig gut scharf und man kann es aber auch nachschärfen, wobei das mit dieser kleinen Klinge nicht ganz so einfach ist. Das Midnight Manager von Victorinox gefällt mir echt gut. Es ist ein süßes, kleines und praktisches Taschenmesser, das eigentlich überall in jede Hosentasche reinpasst. Man kann es auch am Schlüsselbund tragen und selbst für Anzugträger in der Hosentasche trägt es auch nicht so dick auf. Mir persönlich gefällt halt auch die Zusatzfunktion, also der Philips Schraubendreher, der versenkbare Kugelschreiber, wenn man mal keinen Stift zur Hand hat und natürlich auch die LED-Leuchte ist ganz praktisch im Alltag. Die Klinge und auch die Schere sind natürlich nur für den einfachen
Gebrauch oder für den leichten Gebrauch gedacht. Damit kann man halt eben ja Briefe öffnen oder Paketklebeband durchschneiden, lauter so einfache Sachen eben. Für gröbere Dinge, ganz klar, ist das Messer auch gar nicht gemacht. Insgesamt gefällt es mir, wie gesagt, sehr gut. Preislich ist noch in Ordnung. Nicht ganz günstig für so ein kleines Messer, aber eben die Verarbeitung und Materialien, das passt halt einfach insgesamt. Schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare, ob ihr selbst auch das Manager oder das Classic SD bevorzugt oder ob ihr vielleicht ein ganz anderes Messer von einem anderen Hersteller bevorzugt, würde mich mal interessieren. Das war's mit diesem Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.